Hallo und willkommen. Und heute wechseln wir hier an den Peugeot 407 2.0 HDI den Kraftstofffilter. Machen wir mal die Motorhaube auf. Ja. Der hat wahrscheinlich auch schon über 200.000 Kilometer runter, wenn er nicht gewechselt wurde vorher. Machen wir den Deckel wieder ab. Und der Kraftstofffilter, der sitzt da. Das heißt, wir müssen diese Leitung hier auf der Seite abmachen und auf der Seite. Das ist der Eingang. Hier kommt der Sprit rein, wird gefiltert, kommt hier wieder raus. Das Kabel hier. Tun wir ein bisschen zur Seite, damit es nicht stört. Können wir vielleicht auch abmachen direkt. So. Okay. So. Müssen wir den Stecker abziehen. Dann können wir den Filter hier aufdrehen, entfernen, müssen die Flüssigkeit aus dem Gehäuse dann raussaugen und dann können wir den neuen Filter einsetzen. Und hier mit dieser Pumpe kann man dann den Sprit wieder reinpumpen, bis der auf der anderen Seite rauskommt. Ich habe hier einen Kraftstofffilter im Internet bestellt. Extra für das Fahrzeug, ist kein Originalteil, aber das tut's ja auch. Wir haben einmal den Filter hier drin. Dann haben wir hier den Dichtring. Für den Deckel. Und dann haben wir hier noch so Stopfen, um die Leitung zu verschließen. So. Okay, mehr brauchen wir nicht. Entfernen wir mal hier den Stecker. Dann ein bisschen zur Seite, damit es nicht stört. So. Dann legen wir hier einen Lappen drunter, falls da noch Flüssigkeit rauskommt, damit das nicht alles irgendwo da runterläuft. Da müssen wir hier oben das reindrücken und von unten auch. Und dann kann man den Stecker abziehen. So. Ist nicht viel, was da rauskommt. Okay. Dann machen wir hier gleich den Stopfen drauf, damit da nichts raus oder reinkommt. Der hier passt ganz gut, wunderbar. Somit ist das geschützt. Hier sind ein paar Tropfen rausgekommen. Alles gut. Legen wir den Lappen auf die andere Seite. So, und auf der anderen Seite ist das so. Da müssen wir nur hier runterdrücken, dann können wir diesen Schlauch abziehen. Das machen wir jetzt mal hier. Runterdrücken und abziehen. Ein paar Tropfen kommen raus. Nichts Schlimmes. Bisschen sauber machen und die Dichtung drauf. Die sieht dann so aus. Stecken wir hier drauf, damit da nichts raus und reinläuft. Okay. Können das hier unten rausklipsen.
Kann man das ein bisschen zur Seite legen, in Sicherheit bringen. Jetzt können wir das hier abschrauben und dafür brauchen wir eine 27er Nuss. So, am besten mit der Ratsche. Dann vorsichtig öffnen. Das ganze Gehäuse oben dreht sich. Gucken, dass hier nichts im Weg ist, dass es nirgendwo hängen bleibt. Das ein bisschen runterschieben. So. Okay. Ich den Lappen nehmen. So. Da haben wir den Kraftstofffilter. So sieht das gute Stück aus. Das ganze Zeug hier rauslaufen lassen. Und denkt dran, das ist Sondermüll. Ja, das kann nicht einfach so in den Abfluss geschüttet werden. Am besten zum Wertstoffhof fahren und dort abgeben. So. So, da haben wir den Dichtring. Den nehmen wir jetzt hier ab. Hier. So sieht er aus. Ja, es geht. Er sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber wir werden den auf jeden Fall erneuern. Jetzt müssen wir den Kraftstoff, der hier noch drin ist, irgendwie rauskriegen. Ja, es gibt da verschiedene Methoden. Du kannst da so einen Deckel benutzen von einer Sprühdose und das kannst du dann so hier rauslöffeln. Ja. Oder du nimmst einen kleinen Schlauch und saugst am anderen Ende kurz daran, damit es dann in einen Behälter läuft. Ja, dann läuft es dann da raus. Ja, dann probieren wir das mal. Es wird richtig rausgesaugt. Und den Rest müssen wir dann mit dem Lappen
schön sauber machen. Jetzt werden wir diesen Dichtring da drauf setzen. Gar kein Problem. Passt. Wunderbar. So. Dann setzen wir den Kraftstofffilter hier rein. Passt. Und verschrauben das alles. Vorsichtig in die richtige Position. Ja, man muss aufpassen, dass man nicht verkehrt rum macht, aber die Schläuche gehen sowieso nur in eine Richtung dran. Seht ihr, hier steht auch Ausgang und hier steht Eingang. Wir müssen einmal noch rum. So, da sieht man auch eine Markierung, bis wohin man drehen muss, damit es wieder sitzt. Also kann nichts schief gehen. Dann werden wir erstmal diese Seite anbringen, den Eingang. Hier unten reinklipsen. So, wir werden gleich hier den Kraftstoff reinpumpen in den Filter, damit er wieder voll ist. Und damit hier nicht gleich Luft angesaugt wird, nehme ich hier so eine Plastikflasche und setze die hier dran. Und dann werde ich hier erstmal den Kraftstoff da durchpumpen, bis der auf der anderen Seite rauskommt. Aha, alles klar, das reicht. So. So, dann entfernen wir hier den Stöpsel, stecken das rein, fest. Stecker drauf. Gut. Den Stecker wieder drauf. So. Hier unten ist noch eine Führung. Da klipsen wir das rein. Fertig. So, und wenn alles drauf gesteckt ist, dann pumpen wir hier nochmal, bis es nicht mehr geht. Es wird immer härter. Und dann geht gar nichts mehr. Okay.
Das war's. Jetzt sollte das Ganze funktionieren. So, dann machen wir den mal an. Mal gucken, ob er anspringt. Es kann sein, dass er da noch ein bisschen Luft zieht und dann stottert oder ausgeht. Schauen wir mal.